Away they race. And a little bit slow in the Canadian Patterson International was Idaho. Protectionist is back to last, but crossing towards the inside, and the grey World Approval came out running in front. Away very sharply on the outside at Dartmouth and Erupt. Right behind them, the Pizza Man from Wake Forest, Danish Dynaforma. And third last early is Idaho, followed by Tglebe. And on the inside is Protectionist as they climb the hill. And World Approval has the lead. Racing very handy is Dartmouth up on the outside. The Pizza Man is tucked up nicely. And going forward is on the outside Idaho just behind runners as the Pizza Man settles in third. On the outside fourth is Erupt from Wake Forest. And Danish Dynaforma under a tight rein with Idaho improving on the outside as they turn into the back stretch. And back second last is Tglebe with Protectionist on the rail. And there's about 7 lengths covering them, and World Approval at a modest tempo leads inside the mile by a length. In second is Dartmouth. One away third on the hedge. Racing handy the Pizza Man. Erupt is next. On the inside Danish Dynaforma making good ground for Joel Rosario. A length and a half to Wake Forest. Getting back now is Idaho to third last. Protectionist is still second last, and at the back is Tglebe. They race along towards these 6 furlongs, and World Approval has been left alone in front. And it is World Approval and Julien Leperoux by 2 lengths. Dartmouth is handy in second. On the inside, the Pizza Man. Danish Dynaforma with room up the rail. Just behind them is Erupt, and Wake Forest needs a way through. On the outside is Idaho, 7 off. Second last, Protectionist starting to wind up. And last is Tglebe. They go inside the 5 furlongs, 3/4. 1:19 and 4, and World Approval in front. A length to Dartmouth takes aim now. 1.5 away third, Erupt on the outside with the Pizza Man. Racing together next is Danish Dynaforma and Wake Forest in the clear. Behind them Idaho, Protectionist, and Tglebe will have to come from last. 3 furlongs to run, and World Approval joined. Dartmouth on the outside. 1.5 the Pizza Man. Erupt the outer, then Wake Forest. Idaho and Tglebe make their moves, and then Danish Dynaforma and Protectionist as they come down the stretch. Here goes Dartmouth to join World Approval, and on the outside Erupt making a line of 4 as Wake Forest. Erupt has done just that, and it is Erupt coming away. Erupt in front and is drawing off Dartmouth in second, and they're not catching Erupt. Erupt has been tremendous to win by a length. Dartmouth second, Wake Forest third. 44. Longines, großer Preis von Baden, 2400 Meter. Die Distanz und die Boxentüren haben sich in diesem Moment geöffnet. Wer übernimmt das Kommando? Vasi an der Innenseite. Der Wöhler Schützling übernimmt direkt die Spitze mit dem Gast aus England, mit Dylan Mouse in 3. Position. Da galoppiert die Diana-Siegerin Serienholde. 4. Pferd an der Innenseite, Tiberian außen begleitet von Genghis Secret. Dann sehen wir Meandre vor Boscaccio, vor Nightflower, vor Pagella, und Iquitos galoppiert am Ende des Feldes. Und das Tempo ist richtig gut, wo es an ihnen vorbeiging in den Iffelsheimer Bogen mittlerweile hinein. Vasir zeigt den Weg mit Miki Kadedu, hat gut 1,5 Längen Vorteil vor Dylan Mouth in 2. Position. 3 Längen dahinter galoppiert Serienholde in 3. Position. Dann haben wir die Gruppe mit an der Innenseite Tiberian, der wird begleitet außen von Genghis Secret. 2 Längen dahinter galoppiert Meandre in aktuell 6. Position. 7. Pferd ist Boscaccio, 8. Pferd ist innen Nightflower, 9. und vorletzte aktuell Pagella, und am Ende bleibt nach wie vor Iquitos. So geht es Mitte gegenüber weiter. Unterhalb des Iffelsheimer Emblems hat Vasir nach wie vor 2 Längen Vorteil, führt mit Miki Kadedu vor Dylan Mouth, 3 Längen dahinter Serienholde, dann wiederum 3 Längen haben wir bis zu an der Innenseite Tiberian, Genghis Secret, dann Boscaccio, an der Innenseite Nightflower, Pagella hängt sich dran, dann Meandre und dann Iquitos. Ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile in den Bogen hinein, und nach wie vor marschiert Vasir frisch und munter an der Spitze mit 3 Längen Vorteil vor Dylan Mouth. Serienholde macht sich auf die Verfolgung. Tiberian, Genghis Secret, dann an der Innenseite Nightflower vor Meandre, vor Pagella und vor Iquitos.
So geht es so langsam in die entscheidende Phase hinein. Im 144. Longines, großer Preis von Baden. Vasi ist vorne, Dylan Maus ist unter schwerstem Druck dort von Andrea Azzini. Ich glaube, der ist geschlagen. Serienholde, Nightflower und ganz innen macht Pagella Bodengut an der Seite von Tiberian. Nightflower im Handgalopp geht sie nach vorne vor Serienholde. Pagella an der Innenseite und jetzt kommt Iquitos angerollt. Nightflower ist vorne, Iquitos an der Innenseite. Nightflower, aber Iquitos an der Innenseite mit Ian Ferguson für Hans-Jürgen Gröschel und für den Stall Mulligan. Ian Ferguson wird gewinnen mit Iquitos und wieder Gewinn vom letzten Platz. Iquitos gewinnt gegen Nightflower und Pagella läuft ein sensationelles Rennen auf Platz 3.